Die Themen im heutigen Zocker-Lounge Wochenrückblick sind: Die Dawn of War Definitive Edition erhält erstes großes Update. Gleichzeitig gibt's erstes richtiges gutes Ingame-Material zum kommenden 4. Teil. Neues Material zum Siedler-like Explorers of Esma. Die Siedler-Team gibt nach Entlassung verstörenden Einblick in die neue Allianzenentwicklung. Und nach Monaten Funkstille endlich großes Update für Manor Lords. Dieser Wochenrückblick wird euch auch diese Woche von meinem Partner Instant Gaming präsentiert. Bei Instant Gaming erhaltet ihr in der Regel alle Videospiele zum Teil deutlich günstiger als auf den Hauptplattformen und könnt so jede Menge Geld bei eurem liebsten Hobby sparen. Heute möchte ich euch natürlich dank Mega Update Manor Lords ans Herz legen, dazu aber gleich noch mehr. Auch wenn die Presse es mal wieder klein und schlecht reden wollte, war die Definitive Edition von Dawn of War schlussendlich genau das, was die eingefleischten Fans haben wollten. Nämlich eine angepasste, leicht aufgehübschte und einfachere spielbare Version des bisher besten Teils der RTS-Auskopplung aus dem Warhammer 40k-Universum. Mit einem All-Time-Peak von über 18.000 Spielern und einem 24-Stunden-Peak von ca. 3.000 bei geschätzten 500.000 Verkäufen kann die Definitive Edition schon jetzt als vollumfänglicher Erfolg verbucht werden. Deshalb hat sich Entwickler Relic nun auch entschieden, den eigentlich mit dem jetzt erschienenen Update auslaufenden Support bis zum Jahresende zu erweitern. Version 2.3 liest sich daher auch mehr wie ein Liebesbrief an die Fans als normale Patch-Notes. So wurden alle Einheitenporträts überarbeitet, das Auto-Matchmaking verbessert, diverse Grafiken und Animationen verfeinert und auch nochmal Hand ans grundlegende HUD gelegt. Im Laufe des Jahres sollen dann noch Achievements ergänzt werden, sich fliegende Einheiten im Multiplayer auf Wunsch deaktivieren lassen und ein Tool veröffentlicht werden, welches bei der Entwicklung von Mods helfen soll. Die Definitive Edition von Dawn of War bekommt ihr bei meinem Partner Instant Gaming ab 21 €. Im gleichen Atemzug wurde außerdem erstes richtiges Ingame-Material zum kommenden 4. Teil veröffentlicht, der es, holy shit, scheinbar in sich hat und sich dann wieder am 1. Teil orientieren möchte. Also dann ganz klassisch mit Basenbau und üblichen RTS-Massenschlachten. Das Material, welches ihr gerade seht, wurde erstmals während der Tokyo Direct der PC Gaming Show gezeigt und ist reines aufgenommenes Ingame-Material direkt aus der Engine. Vehicle engaging! Klein aber fein hat Ein-Mann-Entwickler Zapp einen neuen Trailer für seine Interpretation eines Die Siedler-Spiels in Form von Explorers of Esma veröffentlicht. Das Spiel wird in der allgemeinen Siedler-Community bisher nur so mittelmäßig positiv aufgenommen. Kritisiert wird zum Beispiel der nicht mehr zeitgemäße eckige Aufbau, was vor allem an den Straßen negativ auffällt, sowie das Weglassen von Werkzeugen, was schon einst Ubisoft mit Neue Allianzen zum Verhängnis wurde. Apropos Neue Allianzen. In einem bemerkenswerten Discord-Austausch haben sich ehemalige Ubisoft-Mitarbeiter des Die Siedler-Teams den Fans geöffnet und aus dem Nähkästchen geplaudert. Generell werde ich euch in den Die Siedler-News nächste Woche noch umfangreicher zu diesem Thema informieren, aber für den Anfang mal Folgendes. Es ist jetzt klar, dass die Entlassungswelle bei Ubisoft tatsächlich, wie vermutet, das komplette Die Siedler-Team ausradiert hat. Eventuell arbeitet der ein oder andere noch dort, tut das dann aber nur noch, weil er rechtzeitig intern in einem anderen Projekt untergekommen ist. Es wird also sicher kein neues Content-Update mehr für Neue Allianzen geben und in absehbarer Zukunft auch nichts mehr mit der Marke Die Siedler gemacht werden.
Das Team beschreibt den noch mit Envision Entertainment entstandenen Die Siedler-Reboot um 2019 als Vollkatastrophe, welches nur die ersten 30 Minuten in-game funktionierte und dann in gähnende Langeweile überging. Nach dem Bruch zwischen Volker Wertig und Ubisoft arbeiteten nur noch 30 bis maximal 60 Personen am Spiel, die aus dem Scherbenhaufen etwas Neues machen mussten und dafür praktisch gar kein Budget zur Verfügung gestellt bekommen haben. Inspirationsquelle war dabei, ich hab's also vollkommen richtig vermutet, die beiden Die Siedler 4 Turniere hier auf diesem Kanal, welche zu einer neuen ATS-Ausrichtung führten. Da aber neben den normalen Gehältern kein Budget zur Verfügung gestellt wurde und das Team sehr klein war, konnte man in der kurzen Zeit nur noch Schadensbegrenzung betreiben. So gab es für die Singleplayer-Kampagne nicht einmal einen Storywriter, was die Belanglosigkeit und die super dünne Story erklärt, die vorn und hinten keinen Sinn ergab. Hinzu kamen massive Engine-Probleme und die Limitation der Nintendo Switch, auf welcher das Spiel zwingend erscheinen musste. Das ist aber, wie gesagt, nur die Spitze des Eisbergs. Ein detailliertes Video zum Thema bekommt ihr von mir, wie gesagt, nächste Woche. Immerhin ist Neue Allianzen mittlerweile recht günstig. Bei Instant Gaming bekommt ihr den letzten Die Siedler-Teil ab 15,60 €. Schreibe jetzt deine ganz eigene Geschichte. Highlight der Woche war und ist aber natürlich nach monatelanger Funkstille das neue Manor-Lords Mega-Update, welches seit Donnerstag im Beta-Branch angetestet werden kann. Um die Beta spielen zu können, müsst ihr zum einen alle Mods entfernen und dann zum anderen in Steam über Eigenschaften im Beta-Tab das Passwort Very Nice Basket eingeben und das Ganze dann mit einem Klick auf den blauen Anmelde-Button bestätigen. Die neue Version ist, wie versprochen, gigantisch und geht entsprechend unzählige Punkte an. Manor Lords hat somit nun endlich KI-gesteuerte Dörfer, welche ganz alleine möglichst natürlich wirkende Siedlungen errichten. Aktuell können diese Dörfer euch noch nicht herausfordern, das soll aber als nächstes, sobald fertig, integriert werden. Auch das Fortschrittssystem wurde general überholt und soll sich dementsprechend mehr thematisch anfühlen, sowie die Auswahlmöglichkeiten weniger langweilig und offensichtlich sein. Insgesamt soll es generell mehr Tiefe geben. So gibt es jetzt Wartung, Effizienz, Ertrag, Produktivität, dynamische Bevölkerungswachstumsraten, verschiedene Zustimmungseffekte und Umweltaffinitäten. Hinzu kommen neue Grafiken und Verbrauchsstatistiken sowie die Möglichkeit der Arbeitszeitverteilung, um deutlich mehr Einfluss als bisher nehmen zu können. Aber auch die schon seit ewig langem angekündigte Burg, inklusive Mauern, die sich mit Bogenschützen bemannen lassen, sind jetzt im Spiel. Und das war's tatsächlich noch nicht. So haben ab jetzt Gebäude, je nach besetzter Region, unterschiedliche Boni bzw. Effizienzwerte, die obendrein regelmäßig gewartet werden müssen, da sie sonst im schlimmsten Fall einstürzen können. Außerdem wurde das System für die Landwirtschaft neu gedacht und generell das Nahrungssystem komplett neu entwickelt. Einen Wermutstropfen hat das Ganze aber natürlich. Alte Speicherstände funktionieren aufgrund der umfassenden Überarbeitung nicht mehr. Ihr müsst also von vorn beginnen. Wer noch gewartet hat und seinen Einstieg nun gekommen sieht, bekommt Manor Lords bei meinem Partner Instant Gaming zum Bestpreis für schlappe 22 €. Mit einem Kauf über meinen Partnerlink unterstützt ihr dabei zusätzlich diesen Kanal. Nächste Woche arbeiten wir dann, wie gesagt, final die Akte Ubisoft und die Siedler auf. In diesem Sinne, freut euch da schon mal drauf und kommt gut in die neue Woche.